So würde ich ein Portfolio mit High-Dividenden-Aktien für den langfristigen Vermögensaufbau zusammenstellen. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ich stelle euch heute mein Portfolio vor, bei dem es sich um Hochdividendentitel handelt, also alles um die Dividendenstrategie, ja, wo es Ziel ist, eine möglichst hohe Dividendenrendite zu erhalten. Und wir starten sofort. Wir haben die Standteile hier dieses Dividendendepots. Einerseits, ich möchte, dass eine breite Streuung mit drinnen ist. Alle Aktien und Positionen sollen geeignet sein für die ewige Haltedauer und eine möglichst hohe Dividendenausschüttung haben bei gleichzeitig relativ niedriger Volatilität. Der Fokus soll jetzt hier wirklich auf der Dividende liegen und weniger auf der Gesamtperformance, also nicht so stark auf deren Kursrenditen, sondern jetzt eben in erster Linie auf der Dividende. Ich möchte es zwar schon so haben, dass die Dividende jetzt hier nicht 100% der Gesamtrendite ausmacht. Also mir ist der Kurswachstum dann schon trotzdem wichtig. Dividende ist eben jetzt hier nicht alles, aber da liegt auf jeden Fall der Fokus drauf. Was ganz wichtig ist, es sind jetzt hier viele Einzelaktien mit drinnen, also auch Dividendenaktien, eignet sich jetzt hier in erster Linie eigentlich für relativ erfahrene Anleger. Wer jetzt neu an der Börse ist, für den habe ich auch schon mal ein Portfolio vorgestellt. Da ging es um Anfängeraktien, verlinke ich auch nochmal, könnt ihr auch gerne anschauen. Also auf jeden Fall hier ganz wichtig, Risikomanagement, Buy, Hold and Check. Also hier ist ein kontinuierliches Überprüfen der Cases oder Investment Cases sehr, sehr wichtig, also dringend notwendig. Hier ist auch der Aufwand deutlich höher, weil wir auch ein höheres Risiko haben, dadurch, dass wir so stark in diese Hochdividendenzahler investieren. Ja, deswegen ist dieses Portfolio-Management auch so wichtig. Heißt, wenn sich da bestimmte Anzeichen, ja, zum Beispiel Richtung Totalverlust oder ähnliches, häufen, dann muss man da ganz genau drauf schauen. Und es ist eben nicht ganz so einfach, hier einfach eine Aktie zu kaufen und sich die einfach reinzulegen, sondern da dreht sich dann eben auch schon um viel Kapital. Da muss man dann einfach auch ja, mit einer anderen Menge an Respekt und ja, auch, natürlich auch Zeitaufwand an die ganze Situation rangehen. Ja, wenn dir generell solche Videos gefallen und du mehr sowas von solchen Themen sehen möchtest, zum Beispiel, ja, vielleicht auch für eine Dividendenwachstumsstrategie, lass doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch den Abo für den Kanal nicht vergessen. Danke auf jeden Fall. Schauen wir mal die Basis an hier von diesem Portfolio. Da wähle ich mir meistens hier so ein ETF aus. In dem Fall würde ich jetzt so 50 bis 70% nehmen. Ich habe mich jetzt hier für 50% ETF-Anteil in diesem Portfolio entschieden und habe hier zwei verschiedene mal zur Auswahl gestellt. Einmal den Vanguard FTSE All World High Dividend Yield. Der hat eine Dividendenrendite von 2,87%, also relativ stark. Oder jetzt hier eben dieser Spider S&P Global Dividend Aristocrats ETF, der ist ja schon sehr bekannt. Der hat noch eine höhere Dividendenrendite mit 3,53%, ist aber eben auch nochmal deutlich weniger diversifiziert, ja, ein bisschen fokussierter. Ich habe mich jetzt hier in dem Beispiel für den oberen, also für den Vanguard entschieden und deswegen schauen wir uns den auch noch genauer an. Die größten Positionen sehen wir jetzt hier links, also ganz groß hier JP Morgan Chase, ExxonMobil, Procter Gamble, Home Depot, Johnson Johnson, AbbVie, Bank of America, Merck, Chevron, Coca-Cola, also sehr wichtige, interessante, große Unternehmen aus den USA. Ländergewichtung sehen wir hier, knapp 40% sind in den USA gelistet, 8,38% in Japan, 6,75% Großbritannien, 4,69% in der Schweiz. Die Sektorenverteilung sieht so aus, dass 25%, also circa ein Viertel, in Finanzsektor investiert ist. Dann kommt Industrie mit 10%, dann Basiskonsumgüter und dann eben Gesundheit, Energie, Nicht-Basiskonsum und so weiter. Technologie hier nur mit 7,01%. Ich finde, insgesamt ist diese Diversifizierung relativ nett. Wir werden jetzt dann auch gleich sehen, dass ich nicht einen einzigen Einzeltitel aus dem Finanzsektor mit reingenommen habe in die Einzelaktien, ja, um hier nochmal ein bisschen eine Diversifizierung zu schaffen. Und es sind jetzt auch nicht nur US-Aktien, die ich als Einzelaktien mit dabei habe. Aber ich finde jetzt, dass diese ETF an sich eine nette Gewichtung hat, ist auf jeden Fall einer der besseren Dividenden-ETF, die es so am Markt gibt. Ja, die Basis ist also dann 50% dieser Hochdividenden-ETF und 50% sind eben die Einzelaktien, die wir uns jetzt anschauen. Also die erste Einzelaktie ist McDonald's, Basiskonsum, klar, 2,4% Dividende, also ganz nett. Ich denke, McDonald's kann nicht wegrationalisiert werden, ist ein sehr sicherer Dividendenzahler, kann man absolut nichts falsch machen.
Zweite Aktie wäre für mich die Partners Group mit 3,08% Dividendenrendite. Habe ich auch schon mal ein Video über die Aktie gemacht oder das Unternehmen. Ja, hier die Möglichkeit einfach auch in Private Equity zu investieren. Es ist ein relativ stabiler Dividendenzahler und ja, ein Unternehmen aus der Schweiz, also trägt jetzt hier auch zur europäischen Diversifikation bei. Dann Mid-American Apartments. Das ist ein Unternehmen, das sich hier in erster Linie um Immobilien dreht. Also es ist ein REIT mit 3,56% Dividendenrendite. Ja, also Menschen müssen immer wohnen. Immobilien sind ein sehr stabiles Geschäftsmodell in meinen Augen. Deswegen kann man da auch, denke ich, das Risiko von diesem REIT oder das Risiko, das REITs haben, hier auf jeden Fall ja, dennoch mit reinnehmen. Das gleiche gilt für Realty Income. Das ist die vierte Aktie mit 5,42%. Also ich glaube, zu Realty Income muss ich wenig sagen. Monatliche Dividendenausschüttung, wirklich wahnsinnige Historie, was das Thema anbelangt und auch wirklich ein sehr sicherer Wert. Ja, fünftes Unternehmen wäre für mich tatsächlich British American Tobacco, ist so der einzige Wert, wo ich auf die Kursrendite relativ verzichten könnte. Wir haben nämlich hier eine Dividendenrendite von 7,73%. Auch hier habe ich schon mal eine tiefergehende Analyse gemacht. Gerne mal die anschauen, wenn einen das noch mehr interessiert, das Unternehmen. Sechste Position wäre hier die Allianz, ja, deutscher Konzern, Versicherungskonzern, Rückversicherungen und so weiter. 4,77% Dividendenrendite. Ja, ein echtes Flaggschiff. Also hier geht es auch in erster Linie so um kleinere Kursgewinne und eben auch hier eine starke Dividende, die auch weiter gesteigert werden sollte. Position 7 haben wir Lockheed Martin, ja, 2,51% Dividendenrendite. Also ich glaube, wir haben so viele Krisen erlebt. Es gab nicht einmal 100 Jahre am Stück ohne Konflikte oder ähnliches. Deswegen denke ich auch, dass Lockheed Martin langfristig schon noch einiges an Potenzial hat, auch wenn es jetzt hier in meinen oder nach meinem Willen am besten nur um Abschreckung geht und nicht um irgendwelche moralischen, verwerflichen Handlungen, die da eine Rolle spielen können. Position 8 ist UPS, also United Parcel Service, 4,81%. Ja, also auch sehr hohe Dividendenrendite, Paketzulieferer, Logistik. Braucht man auch einfach sicherlich weiterhin in den nächsten Jahren. Platz 9 haben wir Johnson & Johnson mit 3,19%, also Pharmawert auch stark eingesessen, hohe Dividendenrendite. Platz 10 nochmal ein Pharmawert mit Amgen, 3,21%. Auch da habe ich letzte Woche ein Video hochgeladen zu Amgen. Sehr interessante Entwicklungen jetzt auch mit Maritide, mit diesem Gewichtsabnahmemedikament. Kann man sich auch gerne mal anschauen. Aber für mich auch sehr stabiler Dividendenzahler. Platz 11 haben wir Southern Company, also Versorger mit 3,21%. Ja, Versorger kann man auch nicht, sind auch sehr eingesessen, monopolistisch. Platz 12 ist nochmal ein Versorger mit Verbund aus Österreich, 5,47%, trägt jetzt eben auch hier zur Diversifikation bei. Also wir haben hier Werte aus Deutschland, Schweiz, Österreich jetzt schon dabei gehabt. Platz 13, Nexta Media Group, also auch aus dem Medienbereich jetzt hier was mit drinnen, mit 3,95% Dividende, auch sehr hoch, ist auch schon ein sehr stabiler Sektor. Platz 14, absolute Monopolstellung, geschlossener Markt, der Eisenbahnsektor, Dividendenrendite 2,19% bei Union Pacific und da haben wir eigentlich auch eine nette Kursrendite immer wieder gesehen. Und das letzte Unternehmen, das ich als Einzelaktie mit reinnehmen würde, wäre hier Ahold Delhaize, also eine Einzelhandelskette mit 3,4% Dividende. Und das ist auch wirklich ein niedrig volatiler Titel. Und das hat mich jetzt auch dazu bewogen, dann Ahold Delhaize mit reinzunehmen. Und das waren jetzt alle 15 Aktien, die ich mit in das langfristige Hochdividendenportfolio reingenommen habe. Wenn du jetzt noch auf der Suche bist nach einem Aktienbroker und zwar den günstigsten, den es gibt in Deutschland, da kann ich dir auf jeden Fall Finanzen Net Zero empfehlen. Mit dem ersten Link in der Beschreibung und der ersten angepinnten Kommentar kannst du hier ein Depot eröffnen und dann bekommst du hier sogar eine Neukundenprämie und es ist auch für mich indirekt eine Unterstützung. So, die einzelnen Positionen sehen wir jetzt hier nochmal sehr schön dargestellt mit natürlich 50% eben diesen Vanguard ETF und dann jede einzelne Position so circa 3,3 bis 4%, also 3,3 bis 3,4% Dividende, Anteil des Portfolios. Gesamtdividende werden wir jetzt dann gleich noch anschauen. Positionenverteilung eben jetzt hier links, das ist auch alles in GetQuinn eingepflegt. Bei den Sektoren sehen wir, dass Finanzdienstleistungen also insgesamt jetzt noch 20% ausmacht, Industrie 14,56%, Basisverbrauch 12%, Gesundheitswesen 11%, Konsumgüter 11%,
Das Einzige, was als relativ niedrig gewichtet ist, ist sowas wie Energien, Werkstoffe. Ansonsten haben wir da wirklich ich denke, eine wirklich gute Diversifizierung hier erreicht. Ich denke, das ist ein stabil aufgestelltes Portfolio, das wenig Schwächen hat, aber da könnt ihr auch mal gern eure Meinung dazu in den Kommentaren dalassen. Wenn wir uns das gesamte Portfolio jetzt mal anschauen, dann sieht das so aus. Also hier links die 15 Einzelaktien. Die haben insgesamt eine Dividendenrendite, also wenn man alle zusammenrechnet und dann durch 15 teilt, 3,9%, also fast 4% Dividendenrendite durch diese 15 Aktien. Und dann eben 50% gewichtet noch hier dieser Vanguard All World High Dividend ETF mit 2,87% Dividende. Und das können wir natürlich jetzt auch zusammenrechnen, wenn wir die 15 Aktien, die gesamte Dividendenrendite nehmen und die vom ETF. Dann sehen wir, dass wir eine Gesamtdividendenrendite haben von knapp 3,4%. Das ist, denke ich, ein sehr starker Wert und das ist auch ein Vielfaches vom S&P 500 ETF zum Beispiel. Und ich habe jetzt hier auch mal ein 300.000 Euro Investment angenommen. Würde dann eine Dividendenrendite von ca. 10.000 Euro abwerfen und das wären dann 800 Euro monatlich und das ist, denke ich, auf jeden Fall schon mal eine sehr schöne Zahl, ein sehr guter Wert. Klar, ich habe jetzt hier nicht beachtet, Steuern oder ähnliches, aber mit diesen 800 monatlich ist auf jeden Fall eine sehr gute Aufstockung, zum Beispiel zur Rente. Und es dreht sich jetzt hier auch für mich in erster Linie um Anleger, die schon etwas älter sind, bei denen der Fokus wirklich auf die Dividendenrendite gerichtet ist. Die haben natürlich dann auch eher ein höheres Kapital. Also wer noch weniger in diesem Space schon so tief ist oder so weit ist im Vermögensaufbau, für den eignet sich dann eben das Video ja für die Anfängeraktien oder die Anfängeraktienstrategie. Das ist jetzt die hohe Dividendenrendite. Kann man natürlich auch schon mit niedrigem Kapital machen, aber tendenziell macht es am meisten Sinn, wenn man auf die Ausschüttung schon heute setzen möchte. Ja, wenn du jetzt dieses ganze Depot nochmal also einsehen möchtest mit den einzelnen Positionen und mit der Performance, auch wenn du das Video erst in ein paar Wochen oder Monaten schaust, dann kannst du gerne bei GetQuinn, wenn du dich anmeldest, nach meinem Usernamen, also einfach Börsenparkett eingeben, kannst du da suchen, dann kannst du meine ganzen Positionen sehen, die jetzt hier in diesem Portfolio mit drinnen sind. Also einerseits zu diesem Hochdividenden-Portfolio, das ich jetzt hier vorgestellt habe, aber zum Beispiel auch zu dem Anfängerdepot, da sind wir auch schon ganz nett im Plus mit dem Depot für die Starter von euch. Also beides gerne mal auschecken hier bei GetQuinn. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da, Daumen nach oben nicht vergessen, auf jeden Fall die Glocke anmachen, weil dann verpasst du auch keine neuen Videos mehr von mir. Freut mich auf jeden Fall. Vielen Dank und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.